Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir endlich den Vergleich vom neuen Canon RF 2405 mit der Blende 2.8 zum Canon RF 2470 mit der Blende 2.8. Der Vergleich macht ja so erstmal Sinn, denn wir sind zumindest untenrum im selben Brennweitenbereich mit derselben Lichtstärke. Klar, das 105 mm bietet euch da dann noch obenrum 35 mm mehr. Das Ganze spiegelt sich aber natürlich auch im Preis wieder. Da liegt das 2405 ja dann doch 1300 € über dem 2470. Ich habe den Vergleich gemacht, einfach weil es mich auch persönlich interessiert, denn das 2405 soll bei mir das 2470 ersetzen. Und da ist natürlich ja schon interessant, ob das Ganze in der Schärfe und auch vom Bokeh her und so weiter mit dem 2470 mithalten kann. Und da kann ich schon mal verraten, es kann es eigentlich schon. Aber schauen wir uns das Ganze doch erstmal genauer an. Wir haben hier die beiden Objektive und das erste, was uns auffällt, ist natürlich der Größenunterschied. Beim 2470 haben wir eine Länge von ca. 12,5 cm ohne Gegenlichtblende jetzt gemessen. Beim 2405 liegen wir da schon bei 20,5 cm. Wir sind da also schon mal 8 cm länger. Im Durchmesser geben sich beide da nichts. Die haben beide da 89 mm Durchmesser. Was man natürlich beachten muss, das 2405 ist ein Innenzoom-Objektiv, das heißt, es verschiebt oder ändert seine Länge nicht, wenn wir da zoomen. Beim 2470 geht das ca. 3 cm raus, wenn wir Richtung 70 mm Brennweite zoomen. Bei 70 mm sind wir hier also bei 15,5 cm Länge. Wenn wir da die Gegenlichtblende noch mit einrechnen, dann sind wir beim 2405 also bei insgesamt 25 cm und beim 2470 bei ca. 20,5 cm Länge. Wie gesagt, der Durchmesser beträgt bei beiden 89 mm und das ändert sich auch mit der Gegenlichtblende nicht, denn beide haben dieselbe EW88E Gegenlichtblende. Hier gibt es also überhaupt gar keinen Unterschied, da habt ihr bei beiden 102 mm Durchmesser an der Gegenlichtblende. Einen größeren Unterschied gibt es dann aber doch beim Gewicht. Das 2405 liegt da bei ca. 1430 Gramm, das 2470 liegt da nur bei 900 Gramm. Ihr habt also beim 2405 ca. 500 Gramm mehr zu schleppen, habt dafür aber natürlich ein gutes Stück mehr Brennweite. Ebenso habt ihr beim 2405 dann natürlich auch eine Stativschelle, die macht an dem Objektiv auch wirklich Sinn, denn es ist an der Kamera schon sehr frontlastig. Die Stativschelle nimmt euch das Ganze dann ab, wenn ihr das auf einem Stativ benutzt und liegt auch relativ gut in der Hand. Also ihr könnt die Stativschelle auf eure Handfläche ablegen und dann mit dem Daumen zoomen. Das geht mit dem 2470 natürlich nicht, da hängt euch das ganze Gewicht vorne an der Kamera dran, aber ist natürlich auch nicht so frontlastig wie jetzt das 2405. Wie gesagt, ist der Durchmesser bei beiden Objektiven gleich und da beträgt auch der Filterdurchmesser bei beiden Objektiven 82 mm. Ihr könnt da also alle handelsüblichen Filter verwenden. Ebenso sind beide Objektive staub- und spritzwassergeschützt. Jetzt würde ich persönlich sagen, das 2405 bietet da vielleicht noch ein bisschen mehr Schutz, einfach weil es ein Innenzoom-Objektiv ist. Beim 2470 habt ihr hier zwar eine Dichtung drin in diesem ausfahrenden Tubus, also am ausfahrenden Tubus, aber ich würde einfach vom Gefühl her sagen, das kann nie so dicht sein wie jetzt hier das Innenzoom-Objektiv. Ich habe es nicht getestet und will das auch gar nicht testen, weil da steht eben recht viel Geld auf dem Spiel. Aber vom Gefühl her würde ich einfach sagen, das 2405 ist da vielleicht ein bisschen dichter. Genau sagen kann ich es natürlich nicht. Wer will, kann das Ganze ja mal testen und in die Kommentare schreiben. Ansonsten gibt es natürlich auch äußerlich von der Bedienung her ein paar Unterschiede. Gehen wir erstmal auf die Elemente, also Zoomring, Fokusring und Steuerring ein. Die sind nämlich gleich bzw. eben gleich angeordnet. Ihr habt bei beiden Objektiven vorne den Steuerring, dann kommt der Fokusring und dann kommt der Zoomring. Und ja, bei dem Handling der Ringe, also beim Steuerring, gibt es erstmal gar keinen Unterschied. Beim Fokusring gibt es schon einen größeren Unterschied. Ich sag mal größer. Er ist nicht so groß, wie wenn wir jetzt das 2405 mit der Blende 4 Version vergleichen. Aber meiner Meinung nach lässt sich der Fokusring am 2405 immer noch ein bisschen sauberer fokussieren als jetzt am 2470. Sauberer heißt, er liegt einfach ein bisschen besser in der Hand und vom Fokusgefühl ist es einfach
angenehmer. Also er ist relativ straff, man braucht schon ein bisschen Kraft, um ihn zu bewegen. Das ist beim 2470 auch schon so. Das war beim 2405 so, dass der Fokusring ziemlich einfach ging. Das hat mir da nicht so gefallen. Hier ist der Unterschied jetzt nicht mehr ganz so groß, aber meiner Meinung nach beim 2405 immer noch einen Tacken angenehmer. Was natürlich auch Sinn macht, weil das Objektiv ist ja auch zum Filmen ausgelegt und da müsst ihr natürlich öfters den Fokus ziehen. Einen größeren Unterschied gibt es dann aber wieder beim Zoomring. Da ist es einfach so, beim 2405er lässt dieser sich sehr leicht betätigen. Das hat den Vorteil, ihr könnt es auf eure Handfläche ablegen und allein nur mit dem Daumen durch den kompletten Zoom-Bereich zoomen. Das funktioniert sehr gut, ist sehr einfach und da lässt sich einfach die passende Brennweite sehr schnell finden. Beim 2470 ist es so, ihr habt zwar auch ungefähr den gleichen Zoom-Bereich von, ich sag mal nicht ganz 90 Grad, also hier sind es 90 Grad, hier braucht ihr ein bisschen weniger, ihr müsst aber deutlich mehr Kraft aufwenden. Und das hat natürlich einerseits den Vorteil, wenn ihr das Ganze so ein bisschen im Handling festhalten wollt, dann verstellt ihr euch den Zoom-Bereich natürlich nicht so einfach. Es hat aber auch den Nachteil, dass ihr einfach den Zoom-Bereich nicht so schön gleichmäßig verstellen könnt, wie jetzt hier am 2405. Ihr braucht beim 2470 also immer 2 Finger zum Zoomen. Es geht halt einfach ein bisschen schwerer als beim 2405. Mir gefällt es beim 2405 besser, aber im Endeffekt muss es jeder natürlich für sich selber festlegen. Wenn wir uns dann die weiteren Bedienelemente anschauen, dann sehen wir, beim 2470 habt ihr hier ganz normal den Umschalter zwischen Autofokus und manuellem Fokus und den Umschalter für den Stabilisator. Den könnt ihr da an- und ausschalten. Ansonsten habt ihr hier nur noch einen Lockschalter. Das heißt, ihr könnt das Objektiv einfach sperren, dass, wenn es an der Kamera ist, das Ganze nicht ausfahren kann. Der Lockschalter macht hier natürlich Sinn, weil es eben kein Innenzoom-Objektiv ist. Den Lockschalter findet ihr am 2405 nicht, weil da macht es auch keinen Sinn. Da kann ja nichts während dem Transport ausfahren. Am 2405 bekommt ihr dafür ein paar mehr Bedienelemente. Also erstmal habt ihr hier ein paar Funktionsknöpfe, die könnt ihr in der Kamera frei belegen. Da könnt ihr euch eine Funktion drauflegen, die gibt es hier dann natürlich nicht. Und ihr habt mehr Schalter. So habt ihr hier ganz oben erstmal einen Umschalter, um den Fokusbereich festzulegen. Ihr könnt hier entweder den vollen Fokusbereich nutzen oder diesen von 1 Meter auf unendlich begrenzen. Das hat einfach den Vorteil, dass das Objektiv dann bei der Fokussuche nicht mehr so viel hin und her pumpen muss. Dann habt ihr auch hier klassisch den Umschalter zwischen Autofokus und manuellem Fokus und den Stabilisatorschalter, also Stabi an, aus, wo ihr den Stabi aktivieren und deaktivieren könnt. Hinzu kommt dann noch ein kleiner Schalter für den Stabilisator-Modus. Hier habt ihr Modus 1, 2, 3. Das sind 3 verschiedene Stabi-Modis. Die haben einfach den Vorteil, Modus 1 stabilisiert immer, Modus 2 ist dafür gedacht, wenn ihr beim Mitziehen stabilisieren wollt und Modus 3 stabilisiert nur, wenn ihr wirklich auslöst. Ebenso habt ihr im 2405 dann hier noch einen Iris-Umschalter, wo ihr den Blendenring aktivieren könnt. Da könnt ihr also die Blende dann manuell festlegen. Das funktioniert aber aktuell mit den aktuellen Kameras nur im Videobereich. Wenn ihr da also im Fotobereich den Blendenring verstellt, passiert da einfach gar nichts. Das hat natürlich dann später für kommende Kameras Auswirkungen, wo ihr die Blende dann direkt am Objektiv ändern könnt. Ebenso habt ihr natürlich am 2405 noch die Anbindung für den Power Zoom. Das sind jetzt aber erstmal so, die optischen bzw. Ausstattungsmerkmale, die verschiedenen Ausstattungsmerkmale der beiden Objektive. Und jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die euch wahrscheinlich am meisten interessieren wird, und das ist die Bildqualität. Sorry, kurzer Cut, neues Outfit und los geht's. Schauen wir uns zuerst mal die Schärfe an und da habe ich hier direkt mal bei 24 mm angefangen. Wenn wir uns das anschauen und da mal die Bildmitte betrachten, dann sehen wir da schon eigentlich gar keinen großen Unterschied. Beide Objektive bilden das sehr scharf ab. Wir sind hier bei 200% Vergrößerung, eben dass wir alle Details einfangen können. Auch in den Ecken sieht es da wirklich sehr gut aus. Da können wir auch in jede Ecke gucken. Die sehen bei beiden Objektiven sehr gut aus. Ich kann da jetzt keinen großen Unterschied erkennen. Also wie gesagt, beide Objektive bilden das sehr scharf ab. Auch in den Ecken. Da gibt es also gar nichts zu meckern und da macht das 2470 genauso einen guten Job wie das 2405. Da ist also alles im grünen Bereich und ich bin auch so im Allgemeinen sehr zufrieden mit der Schärfe von beiden Linsen. Wenn wir uns das dann bei 70 mm angucken, auch wieder bei Blende 2.8, dann sehen wir auch hier eigentlich keinen Unterschied. Eventuell ist vielleicht ein bisschen mehr Schärfe beim 2405 zu erkennen. Das kann aber auch einfach nur so wirken, wenn man das Ganze wirklich vergleicht
dann sieht es schon richtig gut aus bei beiden Linsen. Da bilden also beide Linsen auch im Außenbereich wieder richtig gut ab. Und natürlich ist es so, wenn ihr da ein bisschen abblendet, jetzt hier Blende 4, dann sehen wir hier auch bei beiden Linsen natürlich kein Schärfeabfall. Im Gegenteil, es wird eigentlich nur noch ein Tick schärfer, wobei die 2,8er Schärfe auch schon richtig gut ist. Da ist bei F4 nur noch ein Tick mehr drin. Bei F8 sehen natürlich auch da beide Linsen gut aus. Da gibt es noch keinen Abfall oder so an der Schärfe, also das ist schon sehr gut. Also wie gesagt, auch bei Offenblende 2.8 bieten beide Objektive eine richtig gute Schärfe. Da hat Canon also schon einen guten Job gemacht und ich bin auch in Alltagssituationen voll zufrieden damit. Und dann schauen wir uns jetzt mal die Verzeichnung und Vignettierung bei 24 mm an und da muss ich sagen, da gibt es natürlich schon Abstriche beim 24-105, weil es hat schon eine ordentliche Verzeichnung und auch eine ordentliche Vignettierung. Es ist aber so, das wird alles super gut rauskorrigiert. Also wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir hier erstmal das korrigierte Bild und wenn wir die Regler da zur Seite schieben und die Verzerrung komplett rausnehmen, dann sehen wir da schon eine ordentliche Verzeichnung. Genauso ist es bei der Vignettierung, da haben wir auch eine Abschattung im Randbereich, die wird aber wie gesagt sehr gut auskorrigiert. Wenn wir uns da das 2470 anschauen, dann haben wir auch hier eine leichte Verzeichnung, aber lang nicht so stark wie beim 24-105 und auch eine Vignette ist sichtbar. Wenn wir uns jetzt beide Bilder unkorrigiert anschauen, dann sehen wir da schon einen deutlichen Unterschied. Da ist also schon eine gute Tonnenform beim 24-105 sichtbar. Aber wie gesagt, ich habe damit erstmal so kein Problem, denn es wird wirklich gut rauskorrigiert. Beim 24-105 hat man gerade noch das Problem, dass das Lightroom-Profil nicht ganz funktioniert. Bei 105 mm und 70 mm hat man da noch im Randbereich so ein bisschen Probleme, aber ich denke, da wird demnächst ein korrigiertes Profil abgedatet werden. Wenn wir uns dann mal das Bokeh anschauen und da auf 70 mm bei Offenblende gehen, dann sehen wir bei beiden Linsen relativ gut sichtbare Zwiebelringe. Also Onion Rings sind da sichtbar. Das ist bei beiden Linsen gleich und auch sonst sieht das Bokeh schon sehr vergleichbar aus. Also man kann fast keine Unterschiede feststellen. Beim 24-105 sind die Bokehbällchen vielleicht noch ein Tick runder. Das liegt einfach daran, wir haben hier 11 Blendenlamellen und beim 24-70 nur 9 Blendenlamellen. Auch bei Blende 4 sieht es wirklich sehr vergleichbar aus. Da ist auch im Außenbereich schon eine deutliche Rundung der Bokehbällchen feststellbar. Da sieht es also alles sehr gut aus. Wie gesagt, beim 24-105 ist es vielleicht noch ein Tick runder, aber der Unterschied ist so fast nicht sichtbar. Wir sind ja auch wieder bei 200% Vergrößerung und da muss man schon sehr genau hingucken. Also vom Bokeh her, auch in Alltagssituationen sind die beiden Objektive schon sehr gut vergleichbar. Einen kleineren Unterschied kann man dann bei chromatischer Aberration und Farbsäumen feststellen. Da gibt es ja schon heftige Diskussionen im Netz, wie da die Objektive so abschneiden. Ich zeige es euch hier jetzt einfach mal, wie das bei mir aussieht. Wenn wir uns das hier anschauen, wir haben hier eine heftige Gegenlichtsituation. Wir sind hier bei einer 8000stel Sekunde bei Blende 2.8 und ISO 100 im direkten Gegenlicht, also in die Sonne rein fotografiert mit einem Baum und vielen Ästen. Und wenn wir uns das hier genauer anschauen, dann sehen wir hier schon einen kleinen Unterschied. Beim 24-70 ist da doch etwas mehr chromatische Aberration in den Ästen feststellbar. Wir haben ein bisschen Farbsäume. Das ist auch beim 24-105 nicht ganz perfekt, aber schon auf einem relativ guten Niveau. Wie gesagt, wir sind hier wirklich in einer heftigen Gegenlichtsituation. Im Alltag machen beide Linsen einfach einen richtig guten Job und da ist es eigentlich so nicht sichtbar. Wir sind hier also wirklich im extremen Gegenlichtfall gewesen und ich konnte das so auch nicht weiter feststellen. Da sind beide Linsen sehr gut, das 24-105 vielleicht sogar noch einen Tick besser, aber wie gesagt, beim 24-70 hatte ich da auch nie Probleme damit und ich lasse mir da auch nichts einreden oder sowas, solange ich zufrieden damit bin. Warum soll ich da ein Problem haben? Dann habe ich mir natürlich auch noch das Gegenlichtverhalten mit Flares und Ghosting in einer Extremsituation angeschaut. Wir haben hier einen 60 Watt Strahler, der auf 100% Leistung direkt auf die Linse strahlt und wenn wir da ein bisschen Bewegung drin haben, dann sehen wir bei beiden Linsen ein bisschen Ghosting und Flares. Das ist da schon relativ vergleichbar, das liegt auch einfach daran, wir haben beim 24-70 21 Linsen und beim 24-105 23 Linsen verbaut und die geben fast dieselben Flares ab. Also da gibt es auch keinen großen Unterschied. Und auch hier muss man natürlich sagen, das ist wieder ein extremer Vergleich in Alltagssituationen, wie zum Beispiel hier am Flughafen LA im Sonnenuntergang die Landung. Da ist einfach gar nichts von irgendwelchen Flares oder Ghosting zu sehen. Warum sollte ich mir da Gedanken über irgendwas machen, was ich nachher im Bild überhaupt gar nicht sehe? Und dann kommen wir mal zur Bildstabilisation. Wenn wir uns das hier mal anschauen, dann sehen wir hier beim 24-70 sind 5 Stufen Bildstabilisation angegeben. Wir sind hier bei 70 mm und das sieht schon relativ gut
aus. Wenn wir beim 24-105 auf 70 mm gehen, dann sieht das noch einen Tick besser aus. Und ich muss sagen, der Unterschied ist sehr gering, aber er ist schon spürbar. Also gerade an einer R3, wo ein IBIS in der Kamera dann noch verbaut ist, ist das 24-105 noch ein Tick stabiler. Das sind aber beide auf einem relativ hohen Niveau. Wenn wir uns hier aber das 24-105 angucken, dann sieht das schon sehr stabil aus. Und auch beim Autofokus sieht es wirklich bei beiden Objektiven sehr gut aus. Das 24-70 hatte ich ja jetzt schon öfters beim Basketball dabei, Bundesliga-Basketball, also da geht es schon ab. Bei den MHP-Riesen in Ludwigsburg habe ich schon einige tausend Bilder gemacht und war bisher immer sehr zufrieden mit dem Objektiv. Mit dem 24-105 konnte ich jetzt noch nicht zum Basketball gehen, das habe ich auf jeden Fall vor, aber alles, was ich damit bis jetzt ausprobiert hatte, ich habe nicht das Gefühl, dass es da irgendwie schlechter sein sollte. Also auch vom Autofokus her sind beide Objektive sehr, sehr gut. Das 24-105 ist natürlich auch für Videoleute interessant, weil es eben kein Focus Breathing hat und auch parfokal ist. Das heißt, die Fokusebene verschiebt sich beim Zoomen einfach nicht. Ich habe mir das beim 24-70 auch angeschaut und auch hier kann man so gut wie keine Verschiebung der Fokusebene feststellen beim Zoomen. Also da kann man eigentlich auch sagen, das Objektiv ist parfokal. Und auch beim Focus Breathing sieht es da relativ gut aus. Da ist das 24-70 also auch auf einem Niveau, wo man es schon sehr gut für Video verwenden kann. Also sind wir mal ehrlich, alles in allem macht man mit keinem von den beiden Objektiven was falsch. Die sind beide auf einem sehr hohen Niveau und sind da schon sehr vergleichbar, liefern also eine relativ gleiche Performance ab. Es ist einfach so, die 35 mm mehr beim 24-105 erkauft man sich einfach durch den höheren Preis. Das ist natürlich klar, der Preis muss höher sein, weil sonst würde ja niemand mehr das 24-70 kaufen, außer er ist jetzt wirklich auf die Größe und das Gewicht aus, weil da ist halt doch schon ein deutlicher Unterschied. Ansonsten bildqualitätsmäßig von der Performance her sind die mindestens gleich auf. Das 24-105 vielleicht noch ein Tick besser, aber dafür auch deutlich teurer. Ich für mich habe beschlossen, das 24-70 durch das 24-105 zu ersetzen. Beide Linsen machen für mich keinen Sinn, weil ich einfach kein Problem mit der Größe und auch dem Gewicht habe. Und meiner Meinung nach macht das 24-105 soweit einfach alles gleich gut, beziehungsweise zum Teil sogar besser. Und deswegen null Probleme da umzusteigen. Das kann jetzt natürlich jeder für sich selber festlegen. Wenn ihr jetzt ein 24-70-User seid und überlegt, vielleicht auf das 24-105 umzusteigen, dann macht euch wirklich Gedanken, braucht ihr die 35 mm mehr. Weil das ist wirklich der große Unterschied. Ihr habt da oben rum einfach ein bisschen mehr Brennweite. Ihr erkauft euch das Ganze aber eben auch mit einem Mehrpreis von 1300 bis 1400 € aktuell. Und das ist halt schon ja, ein relativ großer Haufen Geld. Vor allem, ihr bekommt für euer 24-70 jetzt ja schon ein bisschen weniger wie das, was ihr dafür wahrscheinlich gezahlt habt. Also überlegt euch das gut. Ich habe es für mich überlegt und ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl, aber das muss jeder selbst für sich entscheiden. Und dann war es das jetzt auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe einen 2870 f2 von Canon bekommen, welches ich jetzt mal mit dem Objektiv noch vergleichen will. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.